Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom FAU-Vlog. Es hat jetzt ein paar Monate gedauert, aber heute geht es endlich mal um mein Lieblingsthema und zwar Essen. Als Studentin hat man jetzt meistens ja nicht das größte Budget und deswegen habe ich auf Instagram eine kleine Umfrage gestartet, um mal nachzufragen, was die Studierenden in meinem Orbit so pro Woche und pro Person für Lebensmittel ausgeben. Und da kam so ein Durchschnitt von ungefähr 25 € raus und das ist auch ungefähr das, was ich wöchentlich für Mahlzeiten und für Essen ausgebe. Und das heißt, ich habe erstmal für 25 € ungefähr eingekauft und habe danach so geschaut, was ich aus den Sachen die ganze Woche über kochen kann. Meine Woche in dem Video geht von Montag bis Freitag, weil ich nämlich am Wochenende momentan meistens bei meiner Familie bin und es da einfach nicht so viel Sinn machen würde, das Essen da auch noch abzufilmen, weil ja dann andere Zutaten im Spiel sind als die ich gekauft habe. Ich habe aber trotzdem festgestellt, dass was ich so für die 5-Tage-Woche jetzt eingekauft habe, hätte auch noch fürs Wochenende gereicht. Bevor ich einkaufen gehe, plane ich meistens so 4 bis 5 Gerichte, die ich die Woche über kochen will und hole mir dann noch so ein paar Basics dazu, aus denen sich dann die restlichen Gerichte kochen lassen. Diese Woche habe ich eingekauft Reis, Linsen, Mienudeln, Müsli, Kichererbsen, Sojacuisine, Tomaten, Kokosmilch, Alpro Vanille und laktosefreie Milch, Joghurt, Frischkäse, Mozzarella, Eier, Champignons, eine Zucchini, 2 Karotten, Brokkoli, Äpfel, Paprika, Cherrytomaten und ein paar vegane Nuggets. Der Montag hat bei mir mit einem Müsli gestartet und einem sehr großen Kaffee dazu. Zum Mittagessen gab es Pasta mit Aubergine, die ich noch vom Vortag übrig hatte. Und am Abend habe ich Pfannkuchen gebacken und die mit Joghurt, Zucker und gefrorenen Beeren gegessen. Am Dienstagmorgen gab es Brot mit Frischkäse und dazu, ähnlich wie am Vortag, ein Müsli. Ich habe heute sehr spät gefrühstückt, deswegen ist es jetzt eigentlich eher Nachmittag als Mittag, aber Essen gibt es trotzdem und zwar einmal so Rührei mit Pilzen und Zwiebeln, dazu ein paar von den veganen Nuggets, ein bisschen Paprika und Blaubeeren. So, es ist mittlerweile Abend und hier gibt es heute zum Abendessen gebratenes Gemüse mit Mienudeln und so Sojasahne drüber mit ein bisschen Curry drin und Paprikapulver und zum Nachtisch einen sehr unspektakulären Apfel. Guten Morgen, ich habe verschlafen und deswegen muss es heute irgendwie schnell gehen und es gibt Müsli mit gefriergetrockneten Beeren und nicht mal Kaffee, sondern Wasser. Der Tag wurde nicht besser, ich war immer noch zu spät dran und deswegen gab es mittags das gleiche wie Dienstagabend. Weil das Mittagessen vorhin so ein bisschen knapper ausgefallen ist, gibt es jetzt ein ausführliches Rezept fürs Abendessen. Und zwar gibt es heute Kichererbsen-Curry und dafür brauchen wir Folgendes. Und zwar brauchen wir Kichererbsen, Reis, ein Päckchen Kokosmilch, Brokkoli, eine Paprika und ein paar Champignons. Ich mache das heute für 2 Personen und deswegen fangen wir mit dem Reis an. Wenn wir so eine etwas kleinere Tasse und pro Person gibt eine Tasse Reis und auf jede Tasse Reis kommen 2 Tassen Wasser. Das macht nach Adam Riese 4. Eine halbe Zwiebel kam jetzt noch dazu und mit dem Gemüse spielen wir jetzt Fruit Ninja. Los geht's. Geht's? Oh, kurze Verarztungspause. Ja, dann fangen wir einfach an mit so ein bisschen Öl in der Pfanne. Ich glaube, das ist jetzt Sonnenblumenöl, kann man aber eigentlich alles nehmen. Kokosöl ist auch ganz lecker. Und als erstes kommen da die Zwiebeln rein. Brokkoli muss auf den Boden fallen, das ist essentiell wichtig für das Rezept. Und dann kommen da direkt im ersten Schritt die Gewürze mit dazu. Und das ist einmal Curry, ein bisschen Paprika, Pfeffer und Salz.
Und das ist jetzt optional, aber wer möchte, kann da noch so einen guten Esslöffel Erdnussmus oder Erdnussbutter mit reinhauen. Das schmeckt auch ganz lecker. Und in die Paste, die jetzt hier dann so entstanden ist, kommen jetzt die Kichererbsen rein. Und wenn die Kichererbsen jetzt so ein bisschen angebraten sind, dann kommt das Gemüse rein und da fängt man einfach am besten bei dem Gemüse an, das am längsten zum Kochen braucht. Das ist in unserem Fall jetzt Brokkoli. Und nach so ungefähr 2 bis 3 Minuten kommen dann die Paprika und die Champignons dazu. So, und wenn das jetzt so ungefähr 5 bis 6 Minuten vor sich hin gebraten hat, dann kommt als letzter Schritt eine Runde Kokosmilch dazu. Das sind hier 250 Milliliter und dann wird daraus eine Soße. So, ich habe das Ganze jetzt noch so 7 bis 8 Minuten kochen lassen, bis das Gemüse durch ist. Und jetzt ist der Spaß eigentlich auch schon fertig. Das Müsli ist am Donnerstagmorgen mal ausgefallen, da gab es nämlich einen Krapfen. Dafür gab es mittags eins meiner absoluten Lieblingsessen, und zwar Shakshuka. Dafür braucht man passierte Tomaten, eine Mohrrübe und eine Zucchini, je nachdem wie viele Leute ihr seid, Eier, 2 Zwiebeln und 2 bis 3 Knoblauchzehen. Ich glaube, dem Originalrezept nach kommt in die Soße nur Paprika rein, aber ich mag es ganz gerne, wenn da noch ein bisschen anderes Gemüse mit drin ist. Das schneidet ihr erstmal klein, man kann das auch häckseln, aber ich finde große Stücke immer ganz gut. Dann erhitzt ihr etwas Öl in einer Pfanne und gebt die Zwiebeln und den Knoblauch mit rein, um die ein bisschen anzubraten. Und dann kommt auch eigentlich schon die größte Magie bei diesem Rezept, und zwar die Gewürze. In meinem Fall waren das jetzt Garam Masala, Petersilie, Chili, Paprikapulver, ein bisschen Cayennepfeffer, Salz und normalen Pfeffer und Kurkuma. Da wir später noch mit Tomaten arbeiten, kommt auf jeden Fall so ein kleines bisschen Zucker rein, und ich gebe den am liebsten immer direkt über die Zwiebeln, dann karamellisiert der nämlich so ein bisschen. Danach kommt auch schon der Rest vom Gemüse dazu und wird ganz kurz mit angebraten. Und danach kommt die Tomatenpassata drüber, bis das Ganze eine Soße ergibt. Das Ganze köchelt jetzt fröhlich vor sich hin, und wenn das so ein bisschen eingedickt ist, kommen die Eier ins Spiel. Und zwar schlägt man die einfach ganz normal in die Pfanne auf die Masse drauf. Und dann kommt der Deckel oben drauf und die Hitze wird runtergedreht, damit die Eier in Ruhe stocken können. Wenn die Eier durch sind, dann ist das Ganze fertig, und am besten isst man das mit Weißbrot. So, es ist schon wieder Abend und es gibt Linsen mit Tomaten und mit Paprika und den Rest von den Nuggets. Ich beende den Freitagmorgen so, wie ich den Montagmorgen angefangen habe, und zwar mit Müsli. Ich habe heute leider das Mittagessen vergessen und deswegen fällt das Abendessen ein bisschen größer aus. Ich habe den Rest von dem Linsengemüse zusammen mit den restlichen Mienudeln mit dem Mozzarella im Ofen überbacken, und links daneben gibt es einen Apple Crumble. Da habe ich einfach die restlichen Äpfel klein geschnitten, ein bisschen Zimt drüber gegeben und ein paar Streusel, und das Ganze backt jetzt fröhlich im Ofen vor sich hin, bis es fertig ist. Das war's auch schon mit meiner Woche. Ich hoffe, ihr konntet da die ein oder andere Rezeptinspiration mit rausnehmen oder hattet auch einfach nur Spaß beim Zugucken. Mich würde jetzt mal interessieren, was eure Go-To-Rezepte sind, die einfach immer gehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut.